Kaum ein Zubehörteil wird die Fotografenwelt so spalten wie Stative. Für die einen einfach ein lästiges und schweres Teil, auf das man gut verzichten kann. Für die anderen ein unersetzliches Zubehörteil, das viele fotografischen Aufgaben erst ermöglicht. Ich gehöre zur zweiten Fraktion. Für mich ist Stativ absolut das wichtigste Zubehörteil überhaupt. Mit einem Stativ bekomme ich wahnsinnig viel fotografische Freiheit. Die Kombination Zeit-Blende spielt nur noch eine gestalterische Rolle. Viele fotografische Aufgaben lassen sich zudem nur mit Stativ ermöglichen. Zum Beispiel Panoramafotografie, HDR-Fotografie, Makrofotografie, Langzeitbelichtungen. Hier lassen sich qualitativ hochwertige Aufnahmen nur mit einem Stativ verwirklichen. Entscheidend dabei ist, dass ich das richtige Stativ habe. Irgend so ein Wackelativ, billig gekauft, hilft mir da gar nichts. Ich brauche ein Stativ, auf das meinen Anwendungszwecken entspricht und auf mein Equipment ausgerichtet ist. Novoflex hat auch ein Stativ, aber wie man von dieser Firma an sich fast erwarten kann, wurden hier nicht einfach das übliche Dreibeinsystem übernommen, sondern man hat sich deutlich überlegt, wo sind die Schwächen der bisherigen Stative, was kann ich besser machen. Und rausgekommen ist das Quadrupod. Als erst fällt uns auf, Quadrupod, auch schon der Name, ich habe 4 Beine. Bei jedem normalen Stativ habe ich 3 Beine. Was bringen mir die 4 Beine? Außer mehr zu tragen, mehr zur Arbeit und so weiter. Durch 4 Beine ist es möglich, den Winkel der Beine zur Stativbasis um 90 Grad Winkel anzubringen. Ein Dreibeinstativ habe ich immer einen 120 Grad Winkel. Durch diesen 90 Grad Winkel erhöht sich die Auflagefläche, also die Basis, wo das Stativ steht, wesentlich. Das heißt, das Stativ ist deutlich kippsicherer. Man könnte es jetzt bloß sehen und mir glauben, aber hier tut es mich viel leichter, das zu kippen, als hier. Also ein Vierbeinstativ steht einfach deutlich stabiler, als ein Dreibeinstativ je stehen kann. Jeder hat das schon mal erlebt, ein schweres Equipment, großes Objektiv drauf, muss ich aufpassen, wie stelle ich es hin, damit mir das Stativ nicht kippt, kann mir beim Vierbein nicht passieren. Argument dagegen, 3 Beine können nicht wackeln. Das stimmt. Bei 4 Beinen, machen wir mal irgendwas, bei 4 Beinen ist das wohl möglich. Stimmt auch nur teilweise, selbst wenn ich jetzt wackle. Das Hauptgewicht steht auf 3 Beinen und das 4. Bein kann ich einfach durch ein einfaches Ranziehen, damit es aufliegt, ist praktisch mein Stützbein und das ganze Equipment steht wieder bombenfest. Also, ich muss hier nicht rumstellen, ich ziehe einfach ein Bein ran und schon haben alle 4 Beine Bodenkontakt und stehen fest. Weitere Vorteile der 4 Beine, das Auflagegewicht verteilt sich immer auf 4 Beine und 4 Beine tragen halt mal mehr als 3 Beine. Das heißt, die Belastbarkeit dieser Stative ist extrem hoch und bei gleicher Ausführung der Beine deutlich höher. Also diese Stative tragen ohne weiteres 40 Kilo plus, ohne dass ich hier irgendwelche Bedenken haben muss. Was noch ein Vorteil ist, die Schwingungsübertragung über 4 Beine ist besser oder weniger Schwingungen als über 3 Beine. Also das ist der Vorteil der 4 Beine gegenüber dreibeiniger Ausführung. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit oder dieser Innovation. Das Besondere auch an diesem Stativ ist, dass ich hier nicht nur ein Stativ kaufe, sondern mir ein komplettes Stativsystem. Das System besteht aus Einzelkomponenten. Ich habe hier eine Basisplatte, in die einzelne Beine angebracht werden können. Also einfach anschrauben, hat sich's. Dadurch bin ich sehr variabel. Ich kann mit dieser Basisplatte eben unterschiedliche Beinlängen, also ich habe jetzt hier einen mit 3-fachen Auszug, mit 4-fachen Auszug, in Aluminium, in Kohlefaser, also ich kann unterschiedliche Beine anbringen. Bis hin, zum Beispiel dieser Wanderstock, lässt sich ohne weiteres aus diesem Wanderstock oder aus 2 Paar Wanderstöcken ein absolut brauchbares Stativ gestalten. Die Wanderstöcke habe ich sowieso dabei beim Bergsteigen, meine Frau auch, Freundin darf ich hier nicht sagen. Also habe ich 2 Paar Stöcke, aus denen ich ohne weiteres, indem ich nur diese Basis mitnehme, ein absolut brauchbares
Stativ machen kann. Das ist die Standard-Basisplatte. Also Basis dahingehend, ich habe und kann unterschiedliche Stativbeine anbringen, eben von diesen bis zu ganz niedrigen, hier sieht man es, Bodenstativen. Es gibt 3 solchen Basisen. Das eine ist der Standard, wie wir es hier gesehen haben. Die andere ist identisch, aber mit einer Mittelsäule. Das ist oft im Studio praktisch, dass ich schnell die Höhe verstellen kann mittels einer Mittelsäule. Diese Mittelsäule kann ich auch umgedreht reintun, die Kamera und befestigen für bodennahe Fotografie, wenn ich hier kein Bodenstativ verwenden kann oder will oder nicht dabei habe. Eine eigene Rolle spielt diese Basisplatte. Diese Basisplatte ist, hier sieht man es, ein 3-Bein-Stativ, aus dem ich aber problemlos auch ein 4-Bein-Stativ machen kann. Also ich habe jetzt hier meine 120 Grad Winkel, kann ich durch einfaches Drehen dieser Beine einen 90 Grad Winkel draus machen. Jetzt habe ich ein 3-Bein-Stativ, das wo man umfällt, weil ihm das 4. Bein fehlt. Jetzt wenn ich hier ein 4. Bein reinschraube, also jetzt gehe ich ganz einfach, schon habe ich wieder ein komplettes 4-Bein-Stativ, also ich habe hier ein 3- und 4-Bein-Stativ mit einer Basisplatte. Also wenn man denkt, ich gehe mit leichterem Equipment, spielt das Gewicht eine große Rolle. Ich denke, dass ich mit 3 Beinen gut zurechtkomme, lasse ich einfach das 4. Bein zu Hause und gehe mit dieser Basisplatte auf ein 3-Bein-Stativ los. Obwohl ich Ihnen verspreche, Sie werden fast immer die 4 Beine verwenden. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, will man diese Stabilität nicht mehr verzichten. Ich kann auch solche kleine Beine einschrauben. Hier ist das Beispiel. Ich habe auf 2 Seiten diese kurzen Beine und 2 normale Beine. Hier habe ich jetzt ein Anlehnstativ. Wenn es mal sehr eng zugeht, in irgendeiner Kirche zwischen den Bänken oder es passiert immer mal wieder, und ich will einfach ganz nah an der Hauswand ran, weil hier die ideale Perspektive oder Winkel ist für meine Bildidee. Nehme ich einfach 2 kurze Beine, 2 lange Beine, kann das anlehnen. Sehr oft verwende ich das Stativ in dieser Ausführung als Auflegestativ für Tabletop-Aufnahmen oder was. Kann ich jetzt hier wahnsinnig nah an meinen Tisch rankommen, habe meine Auflage unbedingt stabil, mir geht kein Stativbein im Weg um, das 3. Bein, das wo es uns immer im Weg geht, ich kann dazwischen treten und kann jetzt hier meine Aufnahmen tätigen. Diese Beine lassen sich ergänzen durch Saugnäpfe, durch Klammern, durch eine Vielzahl von Zubehörteilen. Also es gibt eigentlich kaum eine Anwendung, die ich hier nicht unterbringe. Eine besondere Idee, und das muss man immer wieder sagen, ist halt wieder typisch Novoflex. Man sieht, dass hier Praktika am Werk waren. Ich habe in der Basisplatte verschiedene Bohrungen, in der ich Zubehör anbringen kann. Beispiel, ja, diesen flexiblen Schwanenhals, drehe ich rein, kann ich hinbiegen, wo ich will. Ich kann 3, 4 solche Teile anbringen. Ich habe praktisch eine 3. Hand und 4. Hand, wenn es sein muss, wo ich einen Blitz aufbringe oder irgendeine Blende oder Gegenstand, ganz gleich was. Ich habe viele, viele variable Möglichkeiten. Also ich habe hier ein System, mit dem ich variabel bin wie mit keinem anderen. Vom einfachen 3-Bein bis zum hochstabilen 4-Bein, bis zum Anlehnstativ und, jetzt kommt noch ein wichtiger Teil, bis zu meinem bodennahen Stativ. Mit diesen kurzen Beinen kann ich auch nicht nur so ein Anlehnstativ gestalten, sondern auch ein perfektes Bodenstativ. Dieses Bodenstativ ist stabil wie kein zweites in dieser Klasse. In der Regel hat man hier sehr leichte, einfache Stative, die für schwereres Equipment nur bedingt geeignet sind. Hier habe ich ein Stativ, ja, das einfach unbegrenzt belastbar ist. Ich könnte mich hier, aber ich mache es sogar, draufstellen. Also dieses Bodenstativ ist stabil wie kein zweites. Also selbst wenn ich mit Balkengerät oder Mittelformatkamera oder eigentlich alles, ich kann mir im fotografischen Bereich nichts vorstellen, was ich hier
an die Belastungsgrenzen stoßen würde. Ich kann dieses Bodenstativ auch die Beine einzeln neigen und komme damit wirklich bis zum Boden und bin immer noch sehr stabil. Ich kann hier variieren, 3 Beine geneigt, ein Bein höher, irgendwo aufgelehnt in irgendein Gelände, das wo nicht so eben ist. Also ich habe das ideale Bodenstativ und mein stabiles 4-Bein-Stativ und ein 3-Bein-Stativ und ein Anlehnstativ. Ich habe ein System, das praktisch keine Grenzen kennt, in dem ich mir je nach fotografischen Ansprüchen alles zusammenstellen kann, wie ich es brauche.